Hört mir das mal ein? Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Ergometer. Heute gibt es eine Neuigkeit. Heute will ich mit dem Zoom h1n auf dem Ergometer lernen. Lernen ist im Moment mein Thema. Lernen in der digitalen Gesellschaft. Und Lehren und Lernen heißt das. Und zu diesem Abschnitt mache ich jetzt ein Selbstexperiment. Ich habe also ein Kapitel gelesen auf der Zoom H1 und höre mir das jetzt hier beim Strampeln an. Ja, davon erwarte ich mir, dass ich vielleicht die Inhalte besser rekapitulieren kann, mich besser daran erinnern kann, es besser verstehen kann. Wenn ich jetzt hier mal vom Zoom H1 absehe. Ja, also das ist das Thema. Es geht um Lerntheorien und zwar hauptsächlich um die Möglichkeit, was Lerntheorien eigentlich leisten. Das sind ja Leistungstheorien, die sollen etwas erklären. Lerntheorien sollen Verhalten lernen, und zwar Verhaltensänderungen. Also man lernt das Addition, das Addieren und anschließend kann man Additionsaufgaben lösen. Ja, momentan schlecht hier. Ich habe hier eine hohe Frequenz. Von daher. Okay, darum geht es also beim Lernen um die Verhaltensänderung zu erklären. Eine Lerntheorie soll Verhaltensänderungen erklären, die unter bestimmten Stimuli zustande kommen. Stimuli sind dann so der Lehrer und die Bedingungen sind dann der Klassenraum, die Lautstärke und so weiter. Damit will man also dann das Lernergebnis erklären. Okay Leute, das war's von mir. Und tschüss. Jetzt kommt ja, Lehren und Lernen in der digitalen Gesellschaft, Studienbrief aus dem Masterkurs E-Education, Kapitel 4, Lerntheorien, Orientierungswissen und neuere Entwicklungen. Was ist Lernen und was leisten Lerntheorien? Ein Beispiel und eine Arbeitsdefinition für Lernen. Fast jedes Kind erlernt heute durch den Mathematikunterricht in der Grundschule das kleine Einmaleins und ist danach in der Lage, bestimmte mathematische Probleme zu lösen, die es vorher nicht bewältigen konnte. Zum Beispiel wird es erlernen, Aufgaben wie 3 und 4 zunehmend richtig zu lösen. Doch wie genau kommen diese Änderungen zustande? Derartiges zu rekonstruieren ist die Aufgabe von Theorien des Lernens, die dieses Kapitel einführt. Abstrahiert man die im Beispiel verknüpften Elemente, so lässt sich eine erste Arbeitsdefinition des Lernens gewinnen. Der Unterricht reduziert sich, sobald man von seinen spezifischen Inhalten und Vermittlungstechniken absieht, zu einer Menge von äußeren Stimuli, die dem Lerner dargeboten werden. Diese Stimuli bewirken mutmaßlich Änderungen im Wissen des Lerners, was wiederum zu beobachtbaren
Änderungen im Verhalten führt. Klammern der geänderten Lösungswahrscheinlichkeit der Aufgaben. Lernen ist damit ein nachträglich zu Erklärungszwecken angenommener, also nicht direkter beobachtbarer Prozess, den man genau dann unterstellt, wenn a. Verhaltensänderungen betrachtet werden, die b. mutmaßlich den vorausgegangenen äußeren Ereignissen, den Stimuli davon abhängig sind, und c. nicht durch bekannte Vorgänge, wie zum Beispiel Krankheit, Ermüdung, erklärt werden können. 4.12 Was und wie erklären Lerntheorien? Nehmen wir an, eine lernbedingte Verhaltensänderung läge vor. Wann genau kann diese als lerntheoretisch erklärt betrachtet werden? Um diese Frage zu beantworten, muss das Wesen einer Erklärung näher bestimmt werden. Dies leistet das deduktiv-nomologische Erklärungsmodell von Hempel und Oppenheim 1948. In dem Modell wird ein zu erklärender empirisches Phänomen, das sogenannte Explanandum, genau dann als erklärt betrachtet, wenn dieses aus einer Menge von allgemeinen Gesetzen und den im konkreten Fall vorliegenden Randbedingungen, die Antizidenzbedingungen, ableitbar deduzierbar ist. Beide zusammen, die Gesetze und die Antizidenzbedingungen, konstituieren das sogenannte Explanans, also die Erklärung für das zu erklärende Phänomen. Bildet man die Struktur dieses Erklärungsmodells auf die Struktur der eingeführten Lerndefinition ab, ergeben sich folgende Zuordnungen. Der zu erklärende Sachverhalt einer Lerntheorie ist eine anhand von Daten festzumachende Verhaltensänderung, beispielsweise die zunehmend richtige Lösung von Additionsaufgaben durch einen Schüler, wie man sie empirisch als Differenzen zwischen einem Vor- und Nachtest nachweisen kann. Zweitens, das Explanans besteht aus der Angabe einer Menge von allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Lernens und den beim konkreten Fall vorliegenden Antizidenzbedingungen, sodass aus beidem zusammen die zu erklärende Verhaltensänderung vorhergesagt werden kann. Folglich müssen die explanatorischen Aussagen einer Lerntheorie diese Form haben. Weil die Gesetze des Lernens G1 bis Gn gelten und in der Lernsituation die Antizidenzbedingungen a bis a1 erfüllt werden, musste es notwendig zu den durch die Daten d1 bis dn repräsentierten lernbedingten Verhaltensänderungen kommen. Hinter diesem ausgesetzten, ableitenden Erklärungsideal bleiben gegenwärtig fast alle Lerntheorien weit zurück, da sich die Bestimmung jedes einzelnen Teils des Hempel-Oppenheim-Schemas als schwierig erweist. Während manche Experimenter wie das erfolgreiche Erlernen eines isolierten Wissenselements, etwa des Additionsfakts 3 und 4 plus gleich 7, noch relativ leicht in Datenform erfassbar sind, zum Beispiel durch geeignete Test-Items, verschärft sich die Erfassungsproblematik erheblich, sobald man Erklärungsgegenstände in den Blick nimmt, die zeitlich stärker ausgedehnt und inhaltlich
umfangreicher sind. Zu denken ist hier beispielsweise an den Erwerb beruflicher Problemlösekompetenzen über Jahre hinweg, etwa als Mediziner, für die es sich als schwierig erwiesen hat, valide und praxistaugliche Messkonzepte zu entwickeln. Nicht einfacher ist die Situation bei der Erfassung der Antizidenzbedingungen, die zur Konstruktion des Explanans benötigt werden. In natürlichen Lernsituationen treten oft unüberschaubar viele und teils interagierende Wirkfaktoren auf, von denen nicht klar ist, welche davon Einfluss auf das Lernen nehmen und welche vernachlässigt werden können. Ist zum Beispiel die Wanddekoration in einem Klassenraum eine lernrelevante Antizidenzbedingung? Schließlich hapert es wohl am wichtigsten Bestandteil des Explanans, den Gesetzen des Lernens. Besonders die Behavioristen haben es sich intensiv versucht, unbeschränkt gültige Ansätze, denen das Lernen gehorcht, aufzustellen und wurden doch immer wieder in ihre Schranken verwiesen. So führt beispielsweise die und im direkten Widerspruch zu den Annahmen des operanten Konditionierens Bestrafung nicht immer dazu, dass die Verhaltenswahrscheinlichkeiten des bestraften Verhaltens sinkt. Es kann sogar das Gegenteil eintreten. Ein neueres Beispiel bieten: Statt auf Gesetze muss daher bei der Erklärungskonstruktion auf vielfach geltungsbeschränkte probabilistische Prinzipien des Lernens zurückgegriffen werden. Punkt 4.1.3 Theoriefragmentierung sorgt für Orientierungsnotwendigkeit. Das Fehlen einer einheitsstiftenden, parsimonischen Menge von Gesetzen des Lernens hat sich auf die Theorieentwicklungen fragmentierend ausgewirkt. Da eine universelle Anwendbarkeit außer Reichweite scheint, versuchen viele Theorien wenigstens in eng umgrenzten Aspektbereichen des Lernens Ordnung zu schaffen. Die Folge davon ist, dass in der Literatur antreffbare Dickicht an Partizialtheorien des Lernens, abgelehnt an Beantwort, lassen sich einige davon ohne Anspruch auf Vollständigkeit unterscheiden. Der zu erlernende Wissensart konzeptionell prozedurales Lernen, den genutzten Sinneskanälen, visuelles, auditives, haptisches Lernen, der motivationalen Qualität des Lerners, expansives, defensives Lernen, dem Institutionalisierungsgrad formales, informelles und nonformales Lernen, dem Steuerungsgrad des Lernens, selbstgesteuertes, fremdgesteuertes Lernen, dem Aktivitätsgrad des Lerners, aktives, passives, rezeptives Lernen, der Kontextualisierung des Lernstoffes, situiertes, problembasiertes Lernen und der paradigmatischen Zugehörigkeit bei behavioristisches, kognitives oder konstruktivistisches Lernen. Trotz der geteilten Verwendung des Wortes Lernen stimmen viele dieser Kategorien zugehörigen Theorien nicht in ihrem Lernbegriff und damit auch nicht in ihrem Erklärungsgegenstand überein. Sie thematisieren pädagogische Theorien
Theorien lernen oft als beobachtbare Tätigkeit, während in psychologischen Theorien ein Verständnis von Lernen als hypothetisches Prozesskonstrukt vorherrscht. So thematisieren pädagogische Theorien Lernen oft als beobachtbare Tätigkeit, während in psychologischen Theorien ein Verständnis von Lernen als hypothetischem Prozesskonstrukt vorherrscht. Bei der Betrachtung derartiger lerntheoretischer Ansätze geht es daher aufzupassen, nicht die sprichwörtliche Äpfel mit Birnen zu vergleichen, wobei dies noch dadurch erschwert wird, dass die Explizitheit, mit der Gegenstände und Erklärungen beschrieben werden, beträchtlich schwankt. Häufig wird nur in vagen Worten umschrieben, welcher Sachverhalt durch welche Theoreme erklärt werden soll. Konnektivismus etwa. Während Theorien, die eine ansatzweise stringente Begründung von Lernphänomenen ermöglichen, selten sind und logisch einwandfrei präzedierende, formalisierbare Lerntheorien die absolute Ausnahme darstellen. Überblick 4.1.4. Um dieser unübersichtlichen Theorielandschaft eine klarere Ordnung zu geben, wird im nächsten Kapitel ein durch 2 Dimensionen aufgespannter, abstrakter Merkmalsraum für Lerntheorien dargestellt, in dem sich beliebige Einzeltheorien verorten lassen. Danach werden mit ACTR, dem Konnektivismus und dem CLI-Framework drei breiter angelegte und aktuell relevante Lerntheorien aus unterschiedlichen Ecken dieses Raums dargestellt. Das Fazit schließlich wirft einen Blick auf die relevanten Stärken und Schwächen dieser Theorien und gibt einen Ausblick auf zukünftige Herausforderungen der Theoriebildung. Wie kann man Lerntheorien ordnen? 4.2. Um eine heterogene Menge an Lerntheorien in Teilmengen mit möglichst homogener Experienda und Experienz zu zerlegen, werden Gruppierungskriterien benötigt. Einen bestechend einfachen, weil nur 2 Ordnungsgesichtspunkte umfassenden Vorschlag haben dazu Nathan und Abigail und Nathan und Sarah unter Rückgriff auf Neville vorgelegt. Zum einen ordnen sie Lerntheorien auf einer zeitlichen Dimension an, gemäß der zeitlichen Ausdehnung der betrachteten Lernprozesse. Zum anderen unterscheiden sie Lerntheorien danach, ob diese eher auf eine analytische Separierung von Faktoren abzielen, elementisolierender Ansatz oder das ganzheitliche Wechselwirken von Faktoren abzubilden. Zeitliche Größenordnung und Analyseeinheiten des Lernens. Ordnet man die Analyseeinheiten von Lerntheorien gemäß ihrer zeitlichen Ausdehnung auf einer Achse an, so resultiert die in Tabelle 4.1 dargestellte Abfolge. Sie beginnt beim neuronalen Lernen im Millisekundenbereich, erstreckt sich über kognitiv-rationale soziale Lernprozesse im Bereich von Sekunden bis Jahren und erfasst im Extrembereich auch evolutionär menschheitsgeschichtliche Lernprozesse ganzer Kollektive,
die sich über Jahrtausende erstrecken können. Dieses Kontinuum lässt sich, wenn der will, jeweils in jeweils relevante homogene Abschnitte einteilen, die eigene Bezeichnungen tragen. Also haben wir den evolutionären Abschnitt, den historischen Abschnitt mit Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, den sozialen Abschnitt, Monate, Wochen, Tage, den rationalen Abschnitt mit Minuten, Stunden, den kognitiven Abschnitt im Sekundenbereich und den biologischen Abschnitt im Millisekundenbereich. Die mittleren Abschnitte sind dabei pädagogisch und psychologisch von besonderem Interesse, spielen sich dort die typischerweise von diesen Disziplinen betrachteten Phänomene des Wissenserwerbs ab. Im nächsten Kapitel wird daher je eine stellvertretende Lerntheorie aus dem kognitiven, rationalen und sozialen Abschnitt vorgestellt. Die hier nicht weiter behandelten Extrembereiche auf der Zeitachse werden hingegen von anderen Disziplinen behandelt. So fallen beispielsweise die Vorgänge des biologischen Abschnitts eher in den Bereich der Neurowissenschaften, die langfristigen historischen und evolutionären Phänomene hingegen eher in den Bereich von Anthropologie, Geschichte und Soziologie. Kapitel 4.2.2 Element isolierender systemischer Theorien. Element isolierende versus systemische Theorien. Mit der zeitlichen Auflösung lose gekoppelt ist die Unterscheidung in Element isolierende versus systemische Betrachtungsweisen. Wie in der Tabelle angegeben wird der elementisolierende Ansatz tendenziell von Theorien verfolgt, die im fein auflösenden Skalenbereich angesiedelt sind. So zu nennen sind hier insbesondere psychologische Lerntheorien, etwa die frühen Forschungen zum neuronalen Lernen von Hebb, die klassischen behavioristischen Experimente von Thorndike, Watson und Pavlov und Skinner, aber auch Teile der kognitiven Lernforschung, etwa zum Potenzgesetz des Lernens, der in diesen Untersuchungen vorherrschende instrumentelle Zugriff auf den Gegenstand stellt dabei den Prototyp des elementisolierenden Vorgehens dar. Denn eine experimentelle Versuchsanordnung ist gerade durch die Elementisolierung definiert. Beobachtbare Änderungen in der abhängigen Variablen durch den Versuchsleiter zurückzuführen, seien alle anderen Einflussfaktoren dort hingegen ausgeschaltet werden und da nur die eindeutige intern validen Rückschlüsse auf die verursachenden Faktoren möglich sind. Gerade von Ganzheitstheoretikern aus der Pädagogik wurde so Klauer 1973 nicht selten der Einwand vorgebracht, dass die auf diese Weise hervorgebrachten Befunde
nur schwerlich auf die in der Praxis interessierenden Lernphänomene übertragbar sein, es also an externer und ökologischer Validität fehle. Wer der Überzeugung ist, dass alles mit allem zusammenhängt, muss die Nützlichkeit isolierender Betrachtungsweisen verneinen. Diese Auffassung ist nicht unberechtigt, denn die pädagogisch zumeist interessierenden Lernphänomene, etwa das schulische Lernen, sind von vergleichsweise längerer zeitlicher Ausdehnung und groberer Granularität als das, was in psychologischen Lernexperimenten untersucht wird. Zudem findet dieses Lernen in einem natürlichen Setting statt, das gegenüber der Experimentalsituation multikausal verunreinigt ist. Experimentelle Befunde müssen sich dort nicht notwendigerweise als robust erweisen. Lerntheorien, die versuchen, diese Komplexität abzubilden, bezeichnen Nathan und Albalim als systemisch. Zu nennen sind hier viele der stärker in der Pädagogik rezipierten, sozial situierten und konstruktivistischen Konzeptionen des Lernens, etwa Bandura. Forschungsmethodisch kommt dort eher offenere, kontextsensibere und Verfahren wie Design-Based Research, Untersuchungen und Fallstudien zum Einsatz. 3 aktuell relevante Lerntheorien. Punkt 4.3. Nach der Beschreibungsdimension in dem letzten Kapitel, nachdem durch die Beschreibungsdimension aus dem letzten Kapitel ein abstrakter Merkmalsraum aufgespannt wurde, in dem sich Lerntheorien verordnen lassen, werden nun 3 gegenwärtig relevante Konzeptionen vorgestellt aus verschiedenen Sektoren dieses Raumes. Den Anfang macht die ACTR, eine der leistungsstärksten und präzisesten Lerntheorien. Sie ist eher elementisolierend ausgelegt und grob im kognitiven Bereich der Tabelle zu verordnen. Die zweite Theorie, der viral im Web 2.0 verbreitete Konnektivismus, ist eher systemisch angelegt und befasst sich vorwiegend mit höher granularen Lernphänomenen aus dem sozialen Abschnitt. Seine Darstellung veranschaulicht die Schwierigkeiten der Experienzkonstruktion, die sich für systemische Lerntheorien ergeben. Als letzte Theorie wird das näherungsweise im rationalen Abschnitt verortete KI-Framework vorgestellt. Es weist integrativen Charakter auf und versucht, die analytische Präzision elementisolierender Ansätze mit der explanativen Reichweite von systemischen Theorien zu kombinieren. Okay, jetzt mal Pause machen. Stunde schon.